Deutsch lernen durch Hören. Schlaflose Nächte mit Neugeborenen. Ralf und Linda sind seit kurzem Eltern. Sie haben vor wenigen Monaten ein Baby namens Linus bekommen. Natürlich sind sie beide sehr glücklich. Sie hatten sich schon sehr lange ein Kind gewünscht. Aber das Leben mit einem Baby ist nicht immer einfach. Linus wacht jede Nacht auf und schreit sehr viel. Ralf und Linda können deswegen nur sehr wenig schlafen. Sie sind jeden Tag sehr müde. Ralf trifft sich heute mit seinem Kumpel Max. »Hallo Ralf, Mann, du siehst richtig erschöpft aus. Das Leben mit Baby ist nicht einfach, oder?« Ralf lacht. »Ja, es ist nicht leicht. Ich habe letzte Nacht nur ungefähr 2 Stunden geschlafen. Linus ist zurzeit sehr oft wach. Tine und ich wollten ja auch bald Kinder bekommen. Aber nach euren Erzählungen habe ich ein bisschen Angst gekriegt«, sagt Max. »Das musst du nicht. Ja, mit einem Baby hat man sehr viel Arbeit und besonders am Anfang ist es schwer. Aber wir sind die glücklichsten Menschen der Welt und lieben Linus so sehr. Wir bereuen unsere Entscheidung nicht.« Das freut mich sehr zu hören. Kinder sind ja auch toll. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen eigenen Kindern irgendwann im Garten Fußball zu spielen, sagt Max. Wenn du möchtest, dann könnt ihr uns gerne mal besuchen kommen. Dann könnt ihr Linus auch kennenlernen, schlägt Ralf vor. Eine gute Idee. Ich werde Tine davon erzählen und dann können wir einen Termin vereinbaren. Interrail mit dem Zug durch Europa. Linus und Maike wollen zusammen Urlaub machen. Aber leider haben sie kein Auto. Ich würde so gerne mal nach Spanien fahren. Oder nach Italien. Aber wie kommen wir dahin? Fragt er traurig. Doch Maike hat eine Idee. Wir brauchen gar kein Auto. Wir kaufen uns einfach ein Interrail-Ticket, antwortet sie. Interrail? Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Maike erklärt es ihm. Mit dem Interrail-Ticket kann man mit ganz vielen Zügen in Europa fahren. Wir müssen uns nur aussuchen, wie viele Tage wir unterwegs sein wollen. Und an diesen Tagen können wir dann mit den Zügen fahren. So oft und so weit, wie wir wollen. Wow, das klingt ja fantastisch. Also auch nach Spanien? Aber das ist sicher sehr teuer. Maike grinst Linus an. Ja, auch nach Spanien. Oder nach Dänemark. Oder Österreich. Wohin wir möchten. Es ist auch gar nicht so teuer. 10 Tage kosten 300 €. Das ist wirklich nicht so viel. Los, wir kaufen uns sofort ein Ticket, sagt Linus. Die beiden Freunde kaufen sich online ein Ticket. Das Ticket wird auf ihrem Handy gespeichert und so haben sie es immer dabei. Wenige Tage später beginnt die Reise der beiden. Sie fahren zuerst nach Frankreich und von dort aus nach Spanien. Sie entdecken viele neue Orte und haben eine Menge Spaß. Das Interrail-Ticket ist wirklich klasse, wenn man kein Auto hat und trotzdem verreisen möchte. Schade, dass es so unbekannt ist. Es ist für viele Leute eine günstige Alternative, sagt Linus. Freundschaft. Meine beste Freundin Marie und ich kennen uns seit dem Kindergarten. Wir haben uns beim Essen kennengelernt. Sie hatte Brot mit Nutella
und ich hatte ein Salamibrot. Das Essen des anderen mochten wir viel lieber. Deshalb haben wir getauscht, und so hat unsere tiefe Freundschaft begonnen. Danach sind wir in der Schule in die gleiche Klasse gegangen. Marie und ich haben uns immer gerne miteinander unterhalten, auch wenn die Lehrerin geredet hat. Nach der Schule haben wir dann oft noch stundenlang gespielt. Als Teenager sind wir auf andere Schulen gegangen. Das war manchmal nicht lustig und ich habe meine beste Freundin sehr vermisst. Wir haben trotzdem jeden Tag miteinander geredet. Mit ihr konnte ich stundenlang über meinen Freund reden und ich hörte ihr immer zu, wenn sie ein Problem hatte. Es gab keinen Tag, an dem wir uns nicht kurz gesehen haben. Heute ist das manchmal anders. Manchmal hören wir eine Woche nichts voneinander, denn wir arbeiten beide viel. Aber mindestens einmal in der Woche treffen wir uns. An warmen Sommerabenden setzen wir uns auf den Balkon und reden über Gott und die Welt. Ich kann mich auf Marie immer verlassen und sie auf mich, auch wenn sich Zeiten verändern und wir nicht mehr jeden Tag miteinander reden. Sie wird für immer meine beste Freundin sein. Frau Zickig im ersten Stock. Melissa und Frederik leben in der Stadt in einer Wohnung. Vom zweiten Stock aus haben sie eine schöne Aussicht über einen großen Park. Dort gehen die beiden gerne mit ihrem Hund spazieren. Auch heute gehen sie die Treppe runter. Im ersten Stock steht Frau Zickig und schaut die beiden an. »Dieses eklige Tier will ich nicht sehen! Schnell, weg mit euch!« schreit sie und zeigt auf den Hund. Frau Zickig streitet mit jedem. Sie hasst das Leben, die Welt und alle Menschen. Niemand mag sie, weil sie immer so böse ist. Melissa und Frederik ignorieren sie und gehen einfach weiter. Im Park fragt Frederik: »Warum ist Frau Zickig immer so gemein?« Melissa weiß es leider auch nicht. »Manche Menschen sind ebenso«, sagt sie und zieht die Schultern hoch. Die beiden gehen wieder zurück zum Gebäude und sehen Frau Zickig vor dem Haus. Sie telefoniert. Melissa sieht, dass Frau Zickig weint. »Geh in die Wohnung, ich komme gleich«, sagt sie und gibt Frederik die Hundeleine. Frederik nickt und geht in das Gebäude. Frau Zickig ist verzweifelt. Sie sagt in das Telefon: »Ich brauche das Geld. Ich habe sonst nichts zu essen. Du weißt, dass mein Mann vor 5 Jahren gestorben ist. Ich bin ganz allein.« Das macht auch Melissa traurig. Frau Zickig schreit plötzlich: »Du zerstörst mein Leben!« Sie wirft das Telefon auf den Boden. Das Glas bricht. Melissa ist still. Frau Zickig dreht sich um und sieht Melissa. »Warum schaust du mich so blöd an?«, sagt sie zu Melissa. »Frau Zickig, ich möchte Ihnen helfen. Kommen Sie doch mit mir. Ich koche Spaghetti.« Frau Zickig ist erstaunt. »Warum möchten Sie mir helfen?«, fragt sie. Melissa versteht jetzt, warum Frau Zickig immer so gemein ist. Sie ist verletzt. Sie legt ihre Hand auf Frau Zickigs Schulter und sagt: »Sie sind immer gemein zu mir, aber Sie sind auch ein Mensch wie ich. Ich sehe, dass Sie Hilfe brauchen. Darum möchte ich Ihnen helfen.« Frau Zickig weint wieder. »Danke«, sagt sie leise und geht mit Melissa in ihre Wohnung.
Fahrrad statt Auto. Tom ist genervt. Er arbeitet als Bäcker und sein Laden ist ein paar Kilometer von seiner Wohnung entfernt. Eigentlich fährt er jeden Tag mit dem Auto dorthin. Aber in letzter Zeit ist das Benzin sehr teuer geworden. Und jetzt ist auch noch ein Reifen kaputt gegangen. So ein Mist! Alles geht schief. Was mache ich denn jetzt? Ärgert sich Tom. In diesem Moment läuft sein Kumpel Alex vor dem Haus vorbei. »Ah, hallo Tom. Bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit?« fragt er. Tom schüttelt den Kopf. »Eigentlich schon. Aber der Reifen von meinem Auto ist kaputt. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich kann dir mein Fahrrad leihen, wenn du möchtest. Bis zu deinem Laden ist es nicht so weit.« »Oh, das ist wirklich sehr nett. Vielen Dank, Alex.« Tom setzt sich auf das Fahrrad von Alex und fährt damit zu seinem Laden. Das geht schneller als gedacht. Er ist nur ein paar Minuten langsamer als mit seinem Auto. Am Nachmittag bringt er das Fahrrad zu Alex zurück. »Vielen Dank, dass du mir dein Fahrrad geliehen hast. Ich werde mir selber auch ein Fahrrad kaufen. Ich bin immer mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Aber das muss ich gar nicht. Mit dem Fahrrad bin ich fast gleich schnell. Außerdem muss ich kein teures Benzin kaufen und bewege mich mehr. Das ist auch gut für meine Gesundheit.« »Super, dann können wir ja auch mal zusammen eine Radtour machen.« »Eine gute Entscheidung«, freut sich Alex. Ausgeschlafen. Seit 3 Monaten habe ich einen neuen Freund. Er ist intelligent, lustig und sportlich. Wir haben immer viel Spaß miteinander. Zusammen tanzen wir, gehen wandern, schwimmen oder kochen. Aber ich habe ein großes Problem. Samuel will immer früh schlafen gehen. Ich bin eine Nachteule und brauche nur wenig Schlaf. Ich gehe um 1 oder 2 in der Früh schlafen und stehe um 6 oder 7 wieder auf. 5 Stunden Schlaf reichen mir. Mein Freund braucht aber mindestens 8. »Leonie«, sagt er oft zu mir, »probiere es doch einmal aus.« Bis jetzt habe ich mich geweigert. Aber ab heute bleibe ich 2 Wochen bei ihm. Da muss ich auch immer so früh schlafen gehen. Die ersten paar Tage kann ich nicht einschlafen. Aber irgendwann bin ich so müde. Ich möchte schon um 10:30 meine Augen schließen und schlafen. Zuerst bin ich müder als sonst. Doch bald bemerke ich, dass sich etwas ändert. Ich habe viel mehr Energie. Ich gähne tagsüber nicht mehr, mache fast jeden Tag Sport und bin erst müde, wenn ich am Abend schlafen gehe. Und wenn ich aufstehe, bin ich immer ausgeschlafen, wach und fröhlich. Als Lkw-Fahrer arbeiten. Schon früh am Morgen klingelt der Wecker von Martin. Er steht auf und rennt ins Bad. Er muss sich beeilen, denn schon bald beginnt seine Arbeit. Martin ist Lkw-Fahrer. Jeden Tag sitzt er in seinem Lastwagen und fährt über die Autobahn. Er ist nicht nur in Deutschland unterwegs. Oft fährt er auch nach Italien, Frankreich, Polen oder Dänemark. So sieht er viele verschiedene Länder. Aber es gibt auch Nachteile an seinem Job. Martin ist oft mehrere Wochen unterwegs. In dieser Zeit sieht er seine Familie nicht. Er schläft in seinem LKW und fährt jeden Tag große Strecken. Außerdem verdient er als Lkw-Fahrer leider nicht sehr viel Geld. Trotzdem macht Martin seinen Job gerne.
Er weiß, wie wichtig der Beruf ist. Er und seine Kollegen sorgen dafür, dass Lebensmittel und andere Gegenstände transportiert werden. Heute muss er nach Holland. Er holt dort neue Ware ab und fährt sie nach Tschechien. Während der Fahrt unterhält er sich über den Lkw-Funk mit anderen Lkw-Fahrern. Am Abend hält er an einem Parkplatz an und telefoniert mit seiner Familie. Ich bin jetzt schon in Tschechien. Morgen fahre ich zurück nach Deutschland. Dann sehen wir uns endlich wieder. Ich freue mich schon sehr darauf. Fahr vorsichtig, damit dir nichts passiert. Ich werde extra für dich eine leckere Pizza backen, antwortet seine Frau Annette. Das ist klasse. Gute Nacht und bis morgen, sagt Martin. Dann klettert er in seinen LKW und legt sich in sein Bett. Er muss viel schlafen, damit er morgen wieder fit ist. Sag mir warum. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wusste nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum? Was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum? Was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen jetzt vor meiner Tür? Warum? Was willst du heute hier? Und stehst mit roten Rosen vor meiner Tür? Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum? Was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm, ich weiß, es ist noch Liebe da. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum? Was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei? Es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, sag mir warum? Warum hast du gesagt? Was ist typisch deutsch? José lebt in Brasilien. Er ist dort geboren und aufgewachsen. José ist 17 Jahre alt. Er geht noch in die Schule. Heute haben sie 3 Stunden lang Geographie. Das ist sein Lieblingsfach, weil er viel über die Erde lernt. Letzte Woche hat er gelernt, wie ein Vulkan funktioniert.
Heute lernt er über die verschiedenen Kulturen der Welt. Jeder Schüler muss eine Präsentation halten. Lisa über Hawaii, Daniel über Japan und José über Deutschland. Er sitzt vor dem leeren Blatt und weiß nicht, was er schreiben soll. Was ist typisch deutsch? Eine Woche später steht er vorne im Klassenzimmer und ist nervös. Plötzlich kommt ein neuer Junge in das Zimmer. Er setzt sich ganz hinten hin. Diesen Schüler habe ich noch nie hier gesehen, denkt José. Die Lehrerin nickt. José beginnt mit seiner Präsentation. Er erzählt von den Bergen im Süden des Landes, dem Meer im Norden, dem leckeren Bier, den teuren Autos, den alten Burgen und von den Deutschen, die immer ernst sind und nie Witze machen. Die Lehrerin ist zufrieden und José ist nicht mehr nervös. Er ist froh, dass die Präsentation vorbei ist. Begrüßt unseren neuen Austauschschüler. Sein Name ist Günther und er kommt aus Deutschland, sagt die Lehrerin. Günther lächelt und winkt. Die Glocke läutet und die Pause beginnt. Der neue Junge kommt zu José. Deine Präsentation war super, sagt er. Aber nicht jeder Deutsche ist blond. Er lacht und zeigt auf seine braunen Haare. Günther wird rot im Gesicht. Es ist okay. Es ist interessant, wie jemand aus Südamerika meine Heimat sieht, sagt der Junge. Die beiden reden den ganzen Tag lang über Brasilien und Deutschland. José ist überrascht. Was er als typisch deutsch sieht, sind eigentlich nur Vorurteile. Junggesellenabschied. Meine Freundin ist eine Braut und sie wird heiraten. Ich bin ihre Trauzeugin. Das bedeutet, dass ich ihre Hochzeit plane. Die Hochzeit wird in 3 Tagen sein. Also plane ich einen Junggesellinnenabschied für sie. Sie soll eine letzte Nacht als unverheiratete Frau haben. Ich plane heimlich. Sie weiß nichts von der Party. Ich habe alle ihre Freundinnen eingeladen. Wir sind 10 Personen. Ich habe einen Club und eine Limousine gemietet. Ich lade die Freundinnen ein und sie kommen. Gemeinsam schmücken wir die Wohnung und bereiten Essen und Trinken vor. Wir werden die Braut überraschen. Die Braut klingelt an der Tür. Ich öffne ihr. Sie denkt, dass wir einen Filmabend haben. Die Wohnung ist dunkel. Sie kommt herein. Ich schalte das Licht an. Überraschung! Rufen alle Freundinnen. Die Braut freut sich und lächelt. Was habt ihr vor? Fragt sie. Wir feiern heute deinen Junggesellinnenabschied, antworte ich. Wir trinken Sekt und Wein und wir essen viele Süßigkeiten. Die Braut zieht einen Brautschleier an und trägt jetzt ein neues T-Shirt. Auf dem T-Shirt steht: Ich bin die Braut. Danach gehen wir in den Club. Wir fahren mit einer Limousine. Wir trinken und hören laute Musik in der Limousine. Dann sind wir im Club. Wir tanzen, singen und trinken Alkohol. Wir genießen es. Die Braut hat Spaß. In der Nacht kommt sie zu mir. Danke für die Feier. Meine Freundinnen sind hier. Ich bin glücklich und ich freue mich auf meine Hochzeit, sagt die Braut. Genieße es. Du wirst in 2 Tagen heiraten. Heute ist deine Nacht, sage ich ihr. Wir tanzen bis in den frühen Morgen. Angst vor dem Nachbarshund. Endlich ist Feierabend.
Nun kann sich Thomas ausruhen. Er ist Bauarbeiter und seine Arbeitstage sind immer sehr anstrengend. Zu Hause möchte er sich nur noch auf sein Sofa legen und die freie Zeit genießen. Doch es gibt ein Problem. Die Nachbarn von Thomas haben seit ein paar Wochen einen neuen Hund. Er heißt Bello und ist sehr groß. Meistens ist Bello im Garten. Wenn jemand vorbeiläuft, dann rennt er sofort zum Zaun und bellt sehr laut. Thomas hat große Angst vor Hunden. Deswegen nimmt er jeden Tag einen Umweg, damit er nicht an dem Haus der Nachbarn vorbeilaufen muss. Aber das dauert viel länger. Heute trifft er zufällig Björn, seinen Nachbarn. »Hallo Thomas, wie geht es dir?« ruft er ihm zu. »Hallo Björn, wie ich sehe, gehst du mit deinem Hund Bello spazieren.« »Ja, genau. Möchtest du ihn streicheln?« Thomas schüttelt den Kopf. »Ich habe Angst vor großen Hunden.« Björn lacht. »Bello ist ganz lieb. Versuch es mal. Dir wird nichts passieren.« Thomas geht langsam auf den Hund zu und streichelt ihn vorsichtig. Bello freut sich sehr darüber. Er wackelt mit dem Schwanz und springt aufgeregt hin und her. »Oh, er ist ja wirklich nicht gefährlich. Ich hatte immer große Angst vor ihm. Aber das muss ich gar nicht.« Seit diesem Tag kann Thomas endlich wieder vor dem Haus der Nachbarn vorbeilaufen, ohne Angst zu haben. Wenn Bello angelaufen kommt, dann begrüßt er ihn und streichelt ihn kurz. Drei Wochen Computerverbot. Ben sitzt in seinem Zimmer und wartet. Er liebt Computerspiele und möchte mit seinem Freund eine Runde spielen. »Hallo Ben«, hört er plötzlich. Alex ist endlich im Chat. »Los geht's«, sagt Ben und beginnt das Spiel. Die beiden haben großen Spaß. »Ich habe eine neue Tastatur, die leuchtet im Dunkeln«, erzählt Alex. Ben ist neidisch. Alex bekommt immer neue Dinge. Ben aber sitzt vor dem Computer seines Papas. Er ist sehr alt und langsam. Ben seufzt und sagt, »Ich hätte auch gerne eine neue Tastatur. Meine ist dreckig und kaputt. Sie funktioniert noch, aber sie ist nicht mehr schön.« »Bestell doch eine neue«, schlägt Alex vor. »Was meinst du damit?«, fragt Ben. Alex erklärt, das Geschäft, wo man Computer und so kauft, hat auch einen Online-Shop. Da braucht man nur eine Kreditkarte und kann sich alles kaufen. Ben findet die Idee interessant. »Warte«, sagt er und drückt auf Pause. Ben läuft schnell in die Küche und nimmt die Kreditkarte aus Mamas Handtasche. Gemeinsam mit Alex bestellt er einen neuen Computer, eine Tastatur, eine Maus und einen Lautsprecher. Er freut sich sehr auf die neuen Dinge. Eine Woche später sitzt Ben mit seinen Eltern am Esstisch. Sie essen Schnitzel. In diesem Moment klingelt jemand an der Tür. Papa macht die Tür auf. Es ist der Postbote. Er hat mehrere große und kleine Pakete. Er stellt sie in der Wohnung ab und geht wieder. Bens Papa ist sehr verwirrt. »Schatz, hast du etwas im Internet bestellt?« fragt er Bens Mutter. Sie schüttelt den Kopf. Ben ist nervös. Ich habe etwas bestellt«, sagt er leise. Seine Eltern schauen ihn an. Bens Papa öffnet die Pakete und sieht den teuren Computer. Er wird wütend. »Wie hast du das bezahlt?«, fragt er. Ben schämt sich und sagt, »Ich habe Mamas Kreditkarte genommen.« Jetzt ist auch Bens Mama wütend. Sie schimpfen und sagen, dass Ben den Computer nicht behalten darf.
Wir schicken die Dinge wieder zurück, sagt sein Papa und setzt sich wieder an den Esstisch. Und du bekommst 3 Wochen lang Computerverbot, sagt seine Mutter. Ben entschuldigt sich und nimmt nie wieder die Kreditkarte seiner Eltern. Eigene 4 Wände. Wenn wir in Deutschland über unsere eigenen 4 Wände sprechen, dann meinen wir unsere eigene Wohnung oder das eigene Haus. Die Formulierung wird sehr häufig verwendet. Hier ist ein kleines Beispiel. Moritz wohnt in einer kleinen Mietwohnung, doch er ist nicht zufrieden. Die Nachbarn sind immer sehr laut. Das Bad ist leider nur sehr klein und deswegen ist dort nicht genug Platz für eine Badewanne. Es gibt nur eine Dusche. Er würde am liebsten woanders wohnen. Nun konnte er sich endlich seinen Traum erfüllen. Zusammen mit seiner Frau Anna hat er sich ein großes Haus auf dem Land gekauft. Hier ist es schön ruhig und sie haben genug Platz für alles, sogar für eine Badewanne. Moritz und Anna setzen sich zufrieden auf das Sofa. Der Hauskauf war die richtige Entscheidung. Es gibt nichts Schöneres als die eigenen 4 Wände. In Ratenzahlen. So ein Mist, ruft Klaus verärgert. Er hat sein Handy fallen gelassen und jetzt ist der Bildschirm kaputt. Er kann das Handy nicht mehr anschalten. In diesem Moment kommt seine Freundin Daniela in das Zimmer. Was ist denn los? Fragt sie besorgt. Mein Handy ist kaputt gegangen. Ich brauche es dringend für die Arbeit. Was mache ich denn jetzt? Oh nein, das ist schlecht. Wenn du möchtest, dann können wir zusammen in die Stadt fahren. Dort kannst du dir ein neues Handy kaufen. Klaus schüttelt den Kopf. Ich habe leider nicht genug Geld. Er überlegt kurz. Aber ich kann das Handy auf Raten kaufen. So muss ich jeden Monat nur einen kleinen Betrag zahlen. Daniela findet die Idee nicht gut. Eine Ratenzahlung ist nicht immer die beste Lösung. Du zahlst zwar jeden Monat nur einen kleinen Teil, aber dafür musst du auch noch Zinsen bezahlen. Insgesamt ist es also teurer. Eine Ratenzahlung ist praktisch für sehr teure Dinge wie ein Haus, aber nicht für ein Telefon. Du hast recht, aber ich brauche dringend ein neues Handy. Hast du eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Kauf dir lieber ein gebrauchtes Handy. Das kostet nicht so viel Geld und ist eigentlich genauso gut. Eine tolle Idee, freut sich Klaus. Er sucht auf eBay Kleinanzeigen nach einem günstigen Handy. Es gibt einen Verkäufer, der nur ein paar Straßen entfernt wohnt. Er kontaktiert ihn und holt das Handy am nächsten Tag ab. Danke für den Tipp, Daniela. Jetzt habe ich günstig ein schönes Handy bekommen. Bester Urlaub, den Leonie je hatte. Leonie ist traurig. Die Sommerferien haben begonnen. Eigentlich wollte sie heute zusammen mit ihrer Freundin Maria in den Urlaub fahren. Doch Maria ist vor wenigen Tagen krank geworden und kann deswegen nicht mitfahren. Leonie weiß nicht, was sie tun soll. Sie hat sich so sehr auf den Urlaub gefreut. Aber alleine zu verreisen macht ihr keinen Spaß. Sie sitzt traurig auf dem Sofa und überlegt. In diesem Moment kommt ihr Papa Udo herein. »Warum guckst du denn so traurig? Was ist passiert?« fragt er. »Maria kann nicht mit mir in den Urlaub fahren«, antwortet Leonie. Ihr Papa muss nicht lange überlegen. »Wenn du willst, dann können wir zusammen in den Urlaub fahren.«
Ich muss nächste Woche nicht arbeiten. Leonie denkt nach. Ja, gerne. Wir waren schon ewig nicht mehr zusammen im Urlaub. Die beiden packen ihre Sachen und fahren los. Als Ziel haben sie die Ostsee ausgesucht. Mit Maria lag Leonie meistens die ganze Zeit am Strand. Doch Udo möchte sich gerne bewegen. Deswegen haben sie sich etwas anderes überlegt. Dieses Mal geht Leonie mit ihrem Papa wandern. Er erklärt ihr viele interessante Dinge über Pflanzen und Tiere. Wow, ich wusste gar nicht, dass du so schlau bist. Das Wandern macht mir auch richtig Spaß. Ich finde es auch sehr schön. Endlich kann ich mal ein wenig Zeit mit dir verbringen. Nach einer Woche fahren die beiden wieder zurück nach Hause. Leonie ist sehr zufrieden. Danke, dass du mit mir verreist bist, Papa. Das ist der beste Urlaub, den ich je hatte. Mädelsabend. Es ist Abend und ich bereite eine Party vor. In einer Stunde kommen meine Freundinnen. Wir werden einen Mädelsabend haben. Das bedeutet, dass heute Abend nur Frauen zu der Party eingeladen sind. Männer sind nicht erlaubt. Ich decke den Tisch. Es sind 5 Teller, 5 Messer und Gabeln. Wir werden 5 Personen sein. Ich habe gekocht. Es gibt Lasagne und Salat. Der Sekt und das Wasser sind im Kühlschrank. Eine Flasche Wein ist auf dem Tisch. Jetzt klingelt es an der Tür. Es sind meine Freundinnen. Ich starte die Musik, bevor ich die Tür öffne. Meine Freundinnen sind aufgeregt. Sie reden laut und kommen in meine Wohnung. Sie haben Geschenke mitgebracht. Sie haben Wein, Sekt und Süßigkeiten mitgebracht. Wir setzen uns an den Tisch. Wir essen und trinken zusammen. Wir haben einen Plan. Nach dem Essen wollen wir in einen Club gehen. Gemeinsam tragen wir Make-up auf. Wir machen uns die Haare und ziehen uns Kleider und High Heels an. Jetzt sind wir bereit, in einen Club zu gehen. Wir wollen tanzen. Heute sind wir Mädels allein. Männer sind heute verboten, sage ich. Wir fahren mit dem Taxi zum Club. Dort tanzen wir. Wir trinken auch Alkohol. Wir genießen die Zeit zusammen. Es ist ein schöner Mädelsabend und wir tanzen bis früh morgens. Matteo fehlt heute. Es ist ein warmer Sommerabend. Lisa will sich mit ihren Freunden im Park treffen. Sie wollen dort grillen, Musik hören und die freie Zeit genießen. Lisa nimmt eine große Decke mit und packt den selbstgebackenen Kuchen ein. Dann fährt sie mit dem Fahrrad zum Park. Als sie dort ankommt, warten schon ihre Freunde Anton und Marie auf sie. Hallo ihr beiden! Ihr seid ja schon da! Aber Matteo fehlt. Kommt er erst später? Fragt Lisa. Anton schüttelt den Kopf. Nein, Matteo kommt heute leider nicht. Er muss zu Hause bleiben, weil er sich am Bein verletzt hat. Oh nein, wie ist denn das passiert? Fragt Lisa überrascht. Er war mit mir in den Bergen klettern. Er hat nicht gut aufgepasst und ist gestürzt. Aber das Bein ist zum Glück nicht gebrochen. In ein paar Tagen wird er wieder gesund sein, erklärt Anton. Okay, das freut mich zu hören. Dann grillen wir heute nur zu dritt. Auch ohne Matteo ist der Abend sehr schön. Die 3 Freunde haben viel Spaß und genießen das gute Wetter. Am nächsten Tag fährt Lisa zu Matteo. Hallo Lisa, was machst du denn hier? Fragt er. Anton hat mir erzählt, wieso du gestern nicht dabei sein konntest. Ich hoffe, dein Bein tut nicht mehr so weh. Ich habe dir ein Stück Kuchen mitgebracht.
Den habe ich selbst gebacken. Oh, danke. Das ist wirklich nett von dir. Ich werde ihn jetzt gleich essen. Matteo probiert ein Stück von dem Kuchen. Wow, der ist sehr lecker. Du solltest öfter Kuchen backen, lacht er. Es vergehen Stunden, Tage und Nächte. Ich starre aufs Telefon. Wann rufst du endlich an? Endlich ein Klingelton. Bist du dran? Ich höre nur einen Atem, doch ich spüre, das bist du. Kann es kaum erwarten, deine Stimme zu hören und du. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Ich sende dir meine Gedanken, hast du mich nicht vermisst? Unser Streit war unnötig, den man besser schnell vergisst. Es waren nur Kleinigkeiten, heute sehe ich es ein. Doch du fehlst mir so und ich fühle mich so allein. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Sag doch ein Wort, ich glaub fest daran, dass es einen Weg gibt für uns zwei. Und unsere Liebe ist noch nicht vorbei. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist und ich mich nicht mehr länger quäle, mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Melde dich doch. Hallo, hallo, ruf doch noch mal an. Raststätten. Ich liebe es, mit dem Auto zu verreisen. Aber ich hasse Raststätten. Raststätten sind eklig, ungeputzt, zu laut. Es gibt nur schlechtes Essen und unfreundliches Personal. Deswegen fahre ich am liebsten immer nur 3 Stunden mit dem Auto, um am nächsten Ziel anzukommen. Dieses Mal geht das nicht. Wir müssen direkt nach Italien, denn meine 2 Freundinnen und ich haben nur eine Woche Urlaub. Doch eine meiner Freundinnen versucht mich zu überzeugen. Ich kenne die schönste Raststätte überhaupt, erklärt sie uns, als wir aus Deutschland losfahren. In 3 Stunden sind wir dort. Ich glaube ihr nicht.
Als wir bei der Raststätte aussteigen, bin ich beeindruckt von der Aussicht. Wir schauen auf einen wunderschönen, dunkelblauen See und betreten ein hohes Haus aus Holz. Die Decke ist sicher 10 Meter hoch und überall sind Fenster. »Wow«, flüstert die andere Freundin neben mir, »das ist ja wirklich schön.« Die Toilette erreicht man mit einer Rutsche. Das macht Spaß. Jetzt habe ich bessere Laune. Ich lasse mich von meinen Freundinnen überreden, hier zu frühstücken. Wir setzen uns auf die Terrasse, von der wir auf den See schauen. Ich glaube es nicht. Das Essen schmeckt gut. Am Ende gestehe ich meinen Freundinnen, okay, ich mag diese Raststätte. In Zukunft werde ich hierher Urlaub machen. Sie lachen mich aus und wir fahren weiter Richtung Italien. Die duale Ausbildung. Lisa ist erschöpft. Sie macht gerade eine duale Ausbildung. Das heißt, dass sie eine Lehre und zur selben Zeit eine Schulausbildung macht. Das kann sehr stressig sein. Montag, Dienstag und Mittwoch geht sie in die Schule. Dort lernt sie Wirtschaft, Finanzen und Politik. Am Donnerstag und am Freitag arbeitet sie bei einer Bank. Dort lernt sie, wie man mit Kunden spricht, wie die Bank funktioniert und welche Berufe es dort gibt. Es heißt duale Ausbildung, weil man 2 Dinge zur selben Zeit macht. Auf der einen Seite geht sie in die Schule, auf der anderen Seite arbeitet sie bei der Bank. Das macht sie, weil Lisa später mal Finanzberaterin werden will. Diesen Beruf hat auch ihr Opa. Als Finanzberater hilft man anderen Menschen mit ihren Finanzen, also ihrem Geld. Sie macht die duale Ausbildung schon seit fast 3 Jahren. In ein paar Monaten ist sie fertig. Es ist nicht immer leicht. An manchen Tagen muss sie viel lernen. Da hat sie keine Zeit für Partys. Auch heute fragt ihr Freund sie, »Gehst du mit zu Danielas Party?« Lisa schüttelt den Kopf und sagt, »Leider kann ich nicht. Ich muss lernen.« Ihr Freund seufzt und sagt, »Du bist so langweilig.« Das verletzt Lisa. Sie geht in die Bibliothek und öffnet ihr Buch. Plötzlich hört sie eine Stimme. »Finanzen? Du musst aber klug sein«, sagt ein junger Mann, der über ihre Schulter schaut. »Ja, ich liebe es«, antwortet sie. Der Mann ist sehr attraktiv. »Ich studiere Biologie. Ich habe dich schon oft hier gesehen. Ich habe mich aber nie getraut, mit dir zu reden«, sagt er. Lisa erzählt von ihrer dualen Ausbildung. »Das finde ich klasse«, sagt er. Seit diesem Moment reden die beiden immer miteinander, wenn sie sich in der Bibliothek treffen. »Möchtest du mit mir einen Kaffee trinken gehen?« fragt er plötzlich. Lisa stimmt schüchtern zu. Er erzählt, dass sein Vater auch Finanzberater ist. Und Lisa bekommt einen Job in seiner Firma. Sie ist unglaublich dankbar, dass sie nicht auf Danielas Party gegangen ist. Computerspielsucht. Es ist Sommer. Die Sonne scheint und viele Leute fahren an den See. Auch Nina würde das gerne machen. Sie wohnt zusammen mit ihrem Freund Nils in einer kleinen Wohnung. Doch es gibt ein Problem. Nils möchte nichts unternehmen. Er sitzt den ganzen Tag nur vor dem Computer und spielt Online-Spiele. Nina findet das richtig doof.
Jeden Tag sitzt du nur hier rum. Draußen ist so schönes Wetter. Du bist süchtig nach diesen Computerspielen, ruft sie genervt. Doch Nils hört ihr gar nicht zu. Nina will nicht noch länger auf ihren Freund warten. Sie verabredet sich mit ihrer Freundin Anna und verlässt die Wohnung. Nils überlegt. Vielleicht hat Nina doch recht. Er verbringt wirklich sehr viel Zeit vor dem Computer. Früher war er jeden Tag sehr viel draußen. Doch in letzter Zeit hat er fast gar nichts mehr mit Freunden gemacht. Das möchte er jetzt ändern. Gleich am nächsten Tag lädt er Nina zu einem Ausflug in die Berge ein. Die Luft hier ist toll. Nina und Nils klettern auf einen großen Berg und genießen die Aussicht. Du hattest recht. Ich habe wirklich zu viel Zeit vor dem Computer verbracht. Das möchte ich jetzt ändern. Computerspielen ist ein schönes Hobby. Aber man muss darauf achten, dass man auch noch andere Sachen macht, sagt er zu Nina. Sie lächelt ihn an. Das freut mich sehr. Das war wirklich ein schöner Tag mit dir. Tagesausflug. Gregors Sommer war kein Sommer. Das Wetter war schön, aber er hatte keine Zeit, um die Sonne zu genießen. Vor ein paar Wochen hatte er seinen neuen Job begonnen und seitdem war sein Leben sehr stressig. »Schluss, aus«, rief seine Freundin an einem Samstagabend. »Morgen arbeitest du nicht.« Gregor schüttelte seinen Kopf. »Du wirst nicht an einem Sonntag arbeiten. Wir machen einen Ausflug. Du brauchst Entspannung.« Ihm war klar, dass seine Freundin recht hatte, und er stimmte zu. Morgen gab es eine Überraschung. Um 10 setzten sie sich in das Auto und fuhren los. Bei einem Wald stiegen sie aus, und Gregor musste einen Rucksack tragen. Hand in Hand spazierten sie zwischen den Bäumen. Doch er dachte noch immer an die Arbeit. Dann kamen die beiden zu einer sonnigen Wiese. Seine Freundin breitete eine Decke aus und darauf legte sie das Essen, das sie mitgebracht hatte. Es war ein Festmahl. Langsam wurde Gregor lockerer. Er genoss das Essen. Anschließend spielten sie Kartenspiele. Sie lachten viel und küssten sich. Letztendlich spazierten sie noch ein bisschen weiter einen kleinen Berg hinauf. Dort schauten sie sich den Sonnenuntergang an. Er war wunderschön. Zurück beim Auto gab Gregor seiner Freundin einen Kuss auf die Stirn. »Danke. Ich bin so entspannt wie seit Wochen nicht mehr.« Studentenwohnheim. Ich drücke mir mein Kissen auf die Ohren, aber der Lärm wird nicht weniger. Meine Mitbewohner des Studentenwohnheims feiern wieder einmal eine große Party. Und das ganze Haus wackelt, weil die Musik so laut ist. Okay, normalerweise würde ich ja mitfeiern. Leider muss ich momentan aber viel lernen und morgen deshalb früh aufstehen. Langsam werde ich wütend. Doch plötzlich wird es leise. Vielleicht sind sie endlich in die Disco gegangen. Es ist mir egal. Ich schlafe glücklich ein. 2 Stunden später werde ich von einem lauten Knall geweckt. Mein Zimmerkollege Hendrik kommt betrunken in unser Zimmer hinein. »Ups, Entschuldigung«, flüstert er und lacht dann laut. Ich hasse das Studentenwohnheim. Am nächsten Morgen wache ich mit Magenschmerzen auf. Ein wenig Tee wird mir sicher helfen.
Doch als ich aufstehen will, wird mir übel. Ich kann mich nicht bewegen. »Hendrik, Hendrik«, rufe ich laut. »Was ist los?«, fragt er verschlafen. »Mir geht es ganz schlecht.« Innerhalb von wenigen Minuten sind 4 meiner Freunde aus dem Wohnheim in unserem Zimmer. Sie beruhigen mich und reden darüber, was sie mit mir machen sollen. Letztendlich rufen sie die Rettung. Hendrik fährt sogar mit mir mit. Im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, dass ich eine Vergiftung habe. Ich bin glücklich, dass ich meine Freunde hatte. Allein wäre es schwieriger gewesen. Das Leben in einem Studentenwohnheim ist doch ganz gut. Den Gürtel enger schnallen. Das Sprichwort »den Gürtel enger schnallen« bedeutet einfach nur, dass wir sparen müssen. Wir dürfen nicht mehr so viel Geld ausgeben wie bisher. Ich erkläre das mal an einem Beispiel. Tom war früher der Chef einer großen Firma. Er hat dort sehr viel Geld verdient. Doch dann ging die Firma pleite. Er musste sich einen neuen Job suchen. Jetzt arbeitet er als Verkäufer in einem kleinen Bäckereigeschäft. Der Job macht viel Spaß, aber die Bezahlung ist nicht gut. Tom verdient jetzt viel weniger als früher. Eigentlich fliegt Tom immer mit seinen Kindern und seiner Frau Lisa in den Urlaub nach Spanien, aber im Moment kostet das zu viel Geld. Wir können dieses Jahr leider nicht in den Urlaub fliegen. Ich verdiene nicht so viel Geld und ein Flug ist sehr teuer. Wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen. Ein Doppelleben. Marie hat reiche Eltern, sehr reiche Eltern. Jeden Morgen genießt sie Frühstück im Bett, zieht Designerkleidung an und wird jeden Morgen vom Chauffeur in die Schule gebracht. Vor einem Monat sind Marie und ihre Eltern umgezogen. Sie kennt niemanden hier und hat keine Freunde. Nach der Schule geht Marie in die Bibliothek, um zu lernen. Sie legt ihre Bücher auf den Tisch. Es ist still. Man hört kein Geräusch. Plötzlich hört sie ein Mädchen. Es schaut Marie an und sagt: »Du bist Marie, nicht wahr? Ich habe dich in der Schule gesehen. Bist du neu hier?« Marie ist sehr schüchtern und nickt. »Ja, ich heiße Marie. »Wer bist du?« fragt sie höflich. »Tanja.« Die beiden schütteln die Hände. »Es ist schön, dich kennenzulernen«, sagt Tanja. »Gehst du am Samstag zum Fußballspiel?« Marie schüttelt den Kopf. Sie war noch nie bei einem Fußballspiel. Tanja ist erstaunt. Sie fragt, ob Marie Fußball nicht mag. Die Wahrheit ist, dass das Mädchen nach der Schule Klavierunterricht hat, zum Sport muss, Hausaufgaben macht und einfach keine Zeit für Freunde hat. Ihre Eltern sagen, dass man Freunde nicht braucht. »Lass uns etwas Spaß haben«, sagt Tanja und nimmt Maries Hand. Die beiden gehen in den Wald. Dort ist ein kleiner Teich. »Wunderschön«, sagt Marie. Tanja zieht ihr Oberteil aus. »Was machst du?« fragt Marie verwirrt. Tanja schaut sie an und sagt: »Ich werde schwimmen.« Marie glaubt, das ist ein Witz, doch Tanja zieht auch ihre Hose aus. Sie springt in das Wasser und schreit: »Komm, Marie, das Wasser ist warm!« Marie zögert. Ihre Eltern würden sie schimpfen. Doch ihre Eltern sind zu Hause und nicht hier. Marie zieht ihre Kleidung aus und springt auch in das Wasser. Tanja hat gelogen. Das Wasser ist nicht warm. Es ist sehr kalt. Die beiden Mädchen lachen.
Marie und Tanja werden beste Freunde, doch Maries Eltern wissen es nicht. Ich gehe in die Bibliothek, sagt Marie, und trifft sich mit Tanja. So viel Spaß hat sie noch nie gehabt. Deutsch lernen durch Hören.